Herzlich willkommen zu Scribbr TV. Ich bin Robert und heute geht es um das Thema der Scheibenfolien und wie man sie entfernt. Wir zeigen euch heute, wie man Schritt für Schritt auf professionelle Art und Weise diese Folie von eurer Fensterscheibe entfernt. Bei dem Entfernen der Folie stellen sich einige Fragen. Wo kann ich die Folie entfernen lassen? Kann ich es vielleicht sogar selber tun? Wie lange dauert es? Und insbesondere, welche ist die richtige Methode, um dieses zu tun? Auf YouTube findet ihr viele Videos, die sich mit dem Thema beschäftigen und ihr könnt sie euch ansehen. Aber es stellt sich immer die Frage, welche Methode ist eigentlich die richtige? Ihr könnt natürlich versuchen, es selber zu machen. Aber seid vorsichtig, denn es ist oft nicht so einfach, wie man denkt. Bei der Frontscheibe und den Seitenscheiben erscheint es noch einfach. Aber es wird schwieriger, wenn es um die Heckscheibe geht. Und dieses liegt an der Heckscheibenheizung. Warum wird es komplizierter, wenn es um die Heckscheibe geht? In der Heckscheibe ist die Heckscheibenheizung. Und diese ist sehr sensibel. Wenn ihr die Folie entfernen möchtet, kann es passieren, dass ihr Teile der Heckscheibenheizung auch entfernt. Dieses liegt daran, dass durch den längeren Kontakt zwischen Folie und Heckscheibenheizung eine sehr starke Verbindung entsteht und ihr somit beim Entfernen der Folie auch Teile der Heckscheibenheizung entfernen könntet. Daher müsst ihr in diesem Fall sehr, sehr vorsichtig sein. Die Heckscheibenheizung ist sehr sensibel. Das bedeutet, wenn ihr sie auch nur ein bisschen beschädigt, kann es dazu führen, dass sie nicht mehr funktioniert. Ihr könnt sie reparieren lassen, was relativ schnell geht, aber leider häufig nicht sehr verlässlich ist. In diesem Fall kann es dazu führen, dass ihr die gesamte Heckscheibe auswechseln müsst. Und dieses ist leider sehr teuer. Nun nehmen wir euch mit in eine professionelle Autowerkstatt, in der ihr seht, wie dieser Prozess Schritt für Schritt vonstatten geht. Kommt mit, ich zeige es euch. Was wir benötigen: eine Heißluftpistole, eine Sprühflasche, gefüllt mit Glasreiniger, ein Teppichmesser, einen Schwamm und ein Putztuch. Wir beginnen an der Ecke des Fensters. Zunächst brauchen wir eine kleine Kerbe in der Folie. Wir erhitzen das Glas von beiden Seiten und trennen einen Teil der Folie vorsichtig mit dem Messer ab. Nun ziehen wir die Folie langsam und geduldig, während eine zweite Person das Glas von außen weiter erhitzt. Der Prozess erfordert Geduld. Vorsichtig wölben wir die Folie und ziehen sie langsam. Die Heißluftpistole muss die richtige Hitze haben. Wenn sie zu heiß ist, kann das gefährlich für das Glas werden, da es brechen kann. Eine solche Maschine erhitzt das Glas bis zu 600 Grad. Die richtige Temperatur ist zwischen 500 und 600 Grad Celsius. Wichtig ist auch, die Folie parallel zur Scheibenheizung abzuziehen. In diesem Fall ist es horizontal. Wenn man sie vertikal abzieht, kann es passieren, dass die Scheibenheizung beschädigt wird und dementsprechend nicht mehr funktioniert. Man kann es von rechts nach links oder von links nach rechts tun. Wir ziehen die Folie weiter vorsichtig mit der Hand ab. Dabei machen wir kleine Wölbungen mit einer Hand und ziehen parallel mit der anderen. Wie ihr seht, ist die Arbeit Teamarbeit. Während eine Person die Folie abtrennt, achtet die andere Person darauf, stetig Hitze auf den Bereich zu geben, der abgezogen werden soll. Wie man sehen kann, ist der Prozess von Geduld geprägt und er dauert einige Minuten. Jedoch ist der Prozess nicht sehr lang und man muss keine 2 Stunden einplanen, wenn man dieses in einer professionellen Werkstatt machen lässt. Das Video zeigt, dass es ca. maximal 5 bis 10 Minuten dauert, wenn professionelle Arbeiter am Werk sind. Der Prozess neigt sich nun dem Ende zu. Es ist darauf zu achten, stetig konzentriert dabei zu bleiben, da selbst in den letzten Minuten noch die Scheibenheizung beschädigt werden kann.
Die Folie ist nun entfernt. Es können einige Kleberückstände bleiben, die einfach zu entfernen sind. Sie werden eingesprüht und mit einem Schwamm entfernt. Noch ein zweites Mal einmal rübergehen und das Glas ist wieder sauber. Das Heckfenster ist in einem perfekten Zustand und sauber. Zum Schluss geht es natürlich noch darum, zu überprüfen, ob die Heckscheibenheizung in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Dafür untersuchen wir jede einzelne Linie und überprüfen, ob dort ein Schaden entstanden ist. Ein Schaden kann, auch wenn er sehr klein ist, kann dazu führen, dass die komplette Heizung kaputt ist. Dementsprechend ist eine genaue Überprüfung sehr wichtig. So, nun habt ihr gesehen, wie man eine Folie auf professionelle Art und Weise in einer professionellen Werkstatt Schritt für Schritt entfernt. Ihr habt natürlich auch gelernt, wie ihr das selber machen könnt. Dabei seid euch aber natürlich immer der Risiken bewusst. So, nun sind wir auch schon am Ende unseres Videos angelangt und ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr andere Themen habt, über die ihr mehr wissen möchtet, dann schreibt sie in die Kommentare und wir werden dazu ein Video machen. Und natürlich nicht vergessen zu subscriben, das wäre nett. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Tschüss!